Okay, meine Freunde, wir sind jetzt beim Wasseramt hier in Alanya an der D400. Im Hintergrund könnt ihr es sehen, hier ist richtig was los und ich habe erschreckende Neuigkeiten für euch. Mega, dazu aber gleich mehr. Ja, es wird langsam ein teurer Spaß. Das wird krass. Ich drehe mal die Kamera, damit du siehst, wo wir hier sind. Wieder zu Hause angekommen, habe ich mich mal hingesetzt und mal so meine Gedanken kreisen lassen in Bezug auf das, was uns jetzt hier in der Türkei allen blüht. Und das wird, denke ich, schon sehr, sehr krassen Einfluss auf viele Menschen nehmen. Denn es ist zwar nur das Wasser und Strom, was teurer wird. Ich sage auch gleich inwiefern, wie viel. Aber das hat natürlich immense Auswirkungen auf dein Leben, wenn du hier in der Türkei lebst, beziehungsweise natürlich auch, wenn du in die Türkei auswandern möchtest. Und das muss man einfach bedenken. Und deswegen habe ich mir die Zeit genommen, wieder mal eine Liste gemacht, um möglichst nichts zu vergessen. Aber auch du kannst natürlich gerne noch deine Meinung am Ende des Videos hinterlassen, was ich vielleicht eventuell vergessen haben sollte. Denn es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Alles klar, legen wir los. Als kleine Erinnerung natürlich, am Ende des Videos markiere ich ein Video von meinen Ausgaben von der Türkei dieses Jahr 2024, von Januar bis einschließlich Juli. Dort habe ich aufgeschlüsselt die einzelnen Positionen von Strom und Wasser und vielen weiteren Kosten. Aber gezielt hier auf Strom und Wasser gehe ich da auch ein. Und auch hier auf dieses Video, weil darum geht es nämlich, das ist nämlich exorbitant gestiegen. Ab August geht es nämlich los und das soll sehr krass sein. Und da habe ich jetzt einfach mal den Durchschnitt genommen und das Ganze dann quasi multipliziert. Und deswegen kommen wir dann auf folgende Summen. Aber um weitere Kosten auch abzuchecken, die im Juli bzw. bis Juli waren, kannst du dir gerne das Video am Ende des Videos anschauen, das verlinkte Video. Also fangen wir mal an mit Wasser. Wobei, lassen wir mit Strom anfangen, denn Strom ist halb so wild. Wenn du denkst, Strom wird heftig teuer, dann hast du noch nicht Wasser abgecheckt. Also Strom, ganz krass, unser Durchschnitt für 7 Monate, und das ist natürlich kein Vergleich zu Deutschland, das ist ganz klar, das möchte ich betonen, aber für die türkische Verhältnisse, für uns, aber auch natürlich für die einheimische Bevölkerung, da frage ich mich echt, wo soll die Reise noch hingehen? Wahrscheinlich nur noch ins universelle Grundeinkommen. Also das ist wirklich ganz, ganz krass. Wir haben für 7 Monate, 5-köpfige Familie, für Strom, 7 Monate. 281 € Rechnungen gehabt, insgesamt, für 7 Monate. Was im Durchschnitt quasi bedeutet 40 € im Monat. Und ich habe jetzt diese 40 € genommen und mal, beziehungsweise plus die Erhöhung gerechnet, die auch ab August diesen Jahres stattfindet. Und diese soll betragen 40%. Ich habe schon 38 gehört, aber wir waren jetzt gerade beim Wasseramt und dort wurde uns gesagt, unter anderem Strom, 40% Steigerung. Das bedeutet, halb so wild für uns, anstatt 40 € durchschnittlich im Monat würden wir dann vermutlich 56 € im Monat zahlen für Strom. Das schwankt natürlich auch je nach Jahreszeit, ganz klar. Aber im Durchschnitt 56 €, denke ich, kann man hier noch als Ausländer zumindest gut leben. Kommen wir aber jetzt zum Wasser. Und Wasser ist natürlich wirklich ganz krass, weil Wasser in der Türkei, es wird sehr, sehr viel benutzt, aufgrund der ganzen Bewässerung natürlich, aufgrund von der Temperaturen, die hier stattfinden. Und Wasser war sehr günstig hier. Wirklich im Vergleich zu Deutschland kein Vergleich, super günstig. Da haben wir für 7 Monate Wasser, 5-köpfige Familie, wir haben 4 Badezimmer, 107 € bezahlt. Das bedeutet, im Monat durchschnittlich haben wir 15 € Wasserkosten. Bis Juli gehabt, ja. Und jetzt soll es aber ab August eine Preiserhöhung, und jetzt halte ich fest, von 445% geben. Das heißt, das mal 4,5 habe ich jetzt gerechnet, ja, also 450%. Das ist brutal. Das bedeutet, unsere Kosten, die wir im Monat durchschnittlich 15 € hatten, werden ab August dann ca. 67 € sein. Dann wirst du jetzt natürlich sagen, okay Markus, 67 € für Wasser ist ja kein Ding.
hast du recht. Ist auch kein Ding, wenn du natürlich verschiedene Einnahmequellen hast, wenn du Euros verdienst, alles easy. Aber 67 Euro plus die 56, da sind wir bei weit über 100 Euro. Und das bedeutet für den normalen türkischen Bürger, der hier das normale Mindestgehalt bezieht, ist das schon fast annähernd ein Fünftel für Strom und Wasser. Und das ist extrem viel. Aber ich verrate euch was. Das ist erst die halbe Wahrheit des Ganzen. Denn Wasser und Strom, und ich rede jetzt speziell mal nur von Wasser, hat immensen Einfluss hier auf die Türkei. Egal wo, auch in Deutschland natürlich. Wenn kein Wasser läuft, dann ist das Leben einfach nicht mehr lebenswert. Dann können wir nichts mehr, wir als Menschen können überhaupt nicht mehr leben. Die Pflanzen würden auch alle absterben, natürlich vom Regen, die haben es gut, die müssen kein Wasser kaufen. Aber ganz, ganz krass, es wird sich alles auf die Geschäfte hier in Alanya, speziell in Antalya ist ja diese Preiserhöhung auch gezielt, auswirken. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn du jetzt Pflanzen kaufen möchtest, wenn du dir bei einer Gartenschule irgendwie eine Palme kaufen möchtest, eine große Palme kostet ca. 1000 Euro, dann wird die bis zum Wachstum dieser Größe nicht mehr 1000 Euro kosten, sondern viel, viel mehr. Ist für dich uninteressant, für mich auch, aber nur mal so als Beispiel, weil hier um die Ecke gibt es eine Baumschule und die verkaufen einfach Pflanzen. Pflanzen, Orangenbäume, Olivenbäume, Avocadobäume. Um die am Leben zu halten, brauchen die Wasser. Und wenn jetzt mehr Wasser verbraucht wird für diese Baumschule zum Beispiel, dann werden die Pflanzen natürlich teurer verkauft werden müssen, damit sich das Geschäft lohnt. Ist ja ganz klar. Was wiederum bedeutet, wir als Endverbraucher zahlen einfach mehr für unsere Pflanzen und Bäume. Ja, alles klar. Das einmal dazu. Aber was noch? Friseur. Der Friseur bei mir in Mamutla, wenn ich gehe, grob auch hier in Alanya, grob 350 Tele. Ja, so grob 10 Euro ist das. Vollkommen in Ordnung für das, dass sie sich die Zeit nehmen, zweimal die Haare waschen in der Regel, etc. Ist okay. Aber wenn jetzt natürlich die Wasserkosten erhöht werden, dann wird sich der Friseur auch nicht mehr auf diesen alten Preis beruhen werden, sondern weil seine Ausgaben steigen, bedeutet auch das wird teurer. Ganz klar. Autowäsche. Autowäsche habe ich zuletzt bezahlt, 450 Tele, vor circa 2 Wochen oder vor einer Woche. Und das wird extrem ansteigen. Das wird extrem ansteigen und du kannst dir gerne mal reinschreiben, was meinst du, wie viel so eine Autowäsche dann kosten wird, anstatt 450 Tele, türkische Lira, wie viel? Schreib's in die Kommentare, lass mal ein bisschen philosophieren darüber, wirklich krass. Dann natürlich draußen, wenn du am Strand sitzt, wenn du irgendwo in einem Café sitzt, Kaffee trinken, Cappuccino, Latte Macchiato, dein Eiskaffee oder eben auch der normale Chai, der normale Tee, das wird logischerweise, meiner Meinung nach, muss alles teurer werden. Das ist natürlich nicht ohne. Alles klar, man kann natürlich auf Pflanzenläden verzichten, man kann auf Friseur verzichten, schneidet man selber die Haare, man kann Auto selber irgendwie waschen, wenn man möchte, irgendwie kurz und knapp, wird aber trotzdem alles seine Auswirkungen haben. Kaffee musst du draußen nicht trinken, Tee musst du nicht trinken, man kann es gleich alles lassen, man muss gar nichts mehr trinken und gar nichts mehr leben. Aber Aidat, Leute. Aidat, wirklich krass, weil Aidat, das sind die Nebenkosten hier, wenn du Eigentümer bist, die einfach bezahlt werden müssen. Ja, wenn du Mieter bist, zahlst du das entweder auch direkt oder es ist in der Miete inklusive. Ja, das zahlst du aber letztendlich auch, nicht der Eigentümer. Und Aidat ist natürlich verbunden, klar, mit Strom, alleine deswegen wird es schon teurer, ganz klar, aber auch natürlich die Wasserkosten von so einer Site. Wir haben einen Pool, der fasst mehrere tausend Liter Wasser. Und wenn jetzt die Wasserkosten natürlich so hoch steigen, dann wird der Pool, diese Kosten alleine schon, extrem teurer werden. Ja? Das teilt man sich natürlich durch die ganzen Einnahmen quasi von den Eigentümern, ganz klar. Aber es wird notgedrungen höher werden müssen, ganz klar. Und natürlich nicht zu vergessen auch der Gärtner. Also wenn du jetzt einen Gärtner hast, der bewässert die Pflanzen, hier mit dem Gartenschlauch von der Site, Gemeinschaftsstrom und Gemeinschaftswasser sozusagen. Und dementsprechend wird das einfach alles teurer. Genau, und das sind eigentlich meiner Meinung nach die wichtigsten Punkte, die zu diesem Thema anfallen. Wenn ich was vergessen haben sollte, aus der Eile jetzt, weil es ein Notfallvideo ist sozusagen, schreib es gerne rein in die Kommentare. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Bin sehr gespannt, was du dazu sagst und ich bin sehr gespannt, wie das hier weitergeht in der Türkei. Dementsprechend, ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn dir das Video gefallen hat, den Daumen nach oben kannst du gerne da lassen. Dein Kommentar, deine Meinung.
und aber auch natürlich ein kostenloses Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und ich grüße hier nochmal mit Kugi. Da ist Kugi. Hallo, feiner Kugi. Genau, die Socken muss ich gleich mal ausziehen. Das ist nämlich ganz schön heiß hier. Und dann wünsche ich dir einen ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal.